Nach antisemitischen Störaktionen beim Sommerfest der Universität Heidelberg am vergangenen Freitag wächst die Kritik von der Studentengruppe an der Universitätsleitung. So soll die Unirektorin Frauke Melichor die Aktion unmittelbar nach ihrer Eröffnungsrede nicht unterbunden, sondern mit Aktivisten in ein Gespräch gegangen sein. Auch der Sicherheitsdienst der Uni soll das Abhängen eines antisemitischen Banners verhindert haben. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder an Unis zu antisemitischen Vorfällen. Ich höre aktuell nichts. Und darüber möchte ich sprechen mit Lukas Hohnemann. Er ist vom Ring christlich-demokratischer Studenten. Können Sie mich denn jetzt hören? Ja, jetzt höre ich Sie, laut und deutlich. Sehr schön. Herzlich willkommen hier bei Welt. Die Frage an Sie. Die Unileitung, die hat nicht versucht, diese antisemitischen Proteste zu unterbinden, hat gar nicht bis sehr sanft reagiert. Warum lässt man diese Antisemiten gewähren? Das Problem ist ja, sie lässt ja nicht nur die Professorin oder die Präsidentin hat ja nicht nur die Leute gewähren lassen. Nein, sie hat sie auch noch aktiv dazu aufgefordert, in den Dialog zu treten. Sie hat die Polizei abgehalten, die illegale Demonstration zu entfernen. Das heißt, man lässt sie nicht nur gewähren, sondern man unterstützt sie. Und damit haben wir ein ganz neues Level erreicht, ein ganz neues Level von Antisemitismus, Enabling, sage ich mal, an den Universitäten, das ich höchst problematisch finde. Und ich frage mich wirklich, wo kommen wir da langsam hin? Wir hatten erst Präsidentinnen, die nicht geräumt haben, wie in Berlin. Jetzt haben wir Präsidentinnen, die pro-palästinensisch unterwegs sind, die aktiv auch, sage ich mal, Judenhasser in dem Fall eine Bühne gewähren. Und ich frage mich, um es jetzt nochmal auf eine andere Ebene zu heben, wann passiert endlich was von politischer Seite dazu? Warum schweigt Frau Stark-Watzinger dazu? Warum kommen da keine konkreten Vorschläge? Und warum hängt aktuell der Antisemitismusantrag, der eigentlich fraktionsübergreifend gestellt werden sollte, bei den Grünen? Warum können sich die Ampelkoalition nicht darauf einigen, endlich da aktiv zu werden? Weil Sie gerade Frau Stark-Watzinger ansprechen, da gab es ja eine Mitarbeiterin in Ihrem Ministerium, die wollte prüfen, ob man Gelder vielleicht kürzen kann für Mitarbeiter an Unis, die eben sich solchen Protesten nicht anschließen, aber doch diese Proteste verteidigen. Und da gab es einen großen Shitstorm. Also ich glaube, wir sind hier eher auf der anderen Seite, oder? Wo sollte die Politik da genau eingreifen? Das ist relativ einfach zu erklären. Was Frau Stark-Watzinger wollte, ist, dass ab jetzt Fördermittel nach politischem Gutdünken verteilt werden. Das ist falsch, weil wir haben die Wissenschaftsfreiheit. Stark-Watzinger sollte stattdessen etwas dafür tun, dass die Unipräsidenten endlich handlungsfähig werden, indem man ihnen beispielsweise die Befugnisse einräumt, den auch Demonstrationen auf Univorplätzen zu räumen, die nicht direkt zum Unigelände gehören. Und wir brauchen die Förderprogramme, die beispielsweise Forschungszusammenarbeit mit Israel unterstützen, die dafür sorgen, dass Lehrende sensibilisiert werden. Und zuletzt gab es ein Programm unter der letzten CDU-Bundesregierung, das wurde aber seitdem nicht verlängert. Damals waren nur 12 Millionen Euro dafür veranschlagt. Und dass das jetzt nicht aufgestockt wurde, dass dieses Programm nach aktuellem Stand möglicherweise ausläuft, das ist für mich der wirkliche Skandal. Und Frau Stark-Watzinger selber, dass sie versucht hat, sage ich mal, Leute nach politischem Gutdünken zu entfernen, ihnen die Fördermittel zu streichen, das ist natürlich auch ein weiterer Skandal. Also Frau Stark-Watzinger agiert hier vollkommen kopflos, hat auch ihr eigenes Haus nicht unter Kontrolle. Und ich glaube, das muss die Koalition sich auch einfach, die Ampelkoalition sich mal so sagen lassen, endlich aktiv werden. Sagt der Bundesvorsitzende des RCDS, Lukas Hohnemann. Herzlichen Dank für das Gespräch.